Servus Leute und willkommen zu einem brandneuen Battlefield 5 Video. Lange habe ich es euch versprochen und jetzt löse ich endlich die News auf, und zwar A-Team YT goes competitive und kooperiert mit der Dach Battlefield 5 Liga, was euch jetzt an neuen Content erwarten wird, wie ihr davon profitiert und vor allem von Competitive bzw. Pro-Playern lernen könnt und warum es so wichtig ist für die ganze Battlefield Community. All das klären wir im heutigen Video, also bleibt gerne mit am Start. Also wie jetzt Competitive und Liga? Gibt es jetzt Schwitzer-Gameplay oder was? An der Stelle möchte ich jetzt einfach nur, dass ihr das Video kurz pausiert und mir in die Kommentare schreibt, was ihr mit Competitive in Verbindung bringt, beziehungsweise was ihr allgemein so von E-Sports und dem Wettbewerb bzw. Wettkampfgedanken in FPS-Games haltet. Also jetzt kurz pausieren, reinschreiben und bei der Gelegenheit dürft ihr natürlich auch gleich einen Daumen nach oben da lassen. Bevor wir jetzt weiter in das Thema eintauchen, müssen wir zuerst mal einen kurzen Zeitsprung machen. Und zwar vor circa 4-5 Monaten, als ich mich ja entschlossen habe, diesen YouTube-Kanal zu gründen, war Battlefield ziemlich am Boden bzw. am Ende. Gerade wurde zu dem Zeitpunkt eben verkündet, dass es keinen neuen Content mehr geben wird, und entsprechend war natürlich die Enttäuschung in der ganzen Community, und wenn man sich so umgeschaut hat, auch die meisten, vor allem großen Content Creator, haben dann dazu auch nicht mehr wirklich was gemacht. Klar, den letzten 7.1 Update hat jeder nochmal mitgenommen, die neuen Karten, beziehungsweise 1,5 neuen Karten. Provence war lediglich eine Erweiterung, da die neuen Waffen, das wurde alles noch mitgenommen und danach war so ziemlich Schluss. Das war ein Punkt, den wollte ich einfach nicht akzeptieren, weil BF5 einfach Liebe ist. So, und ich hoffe, ihr alle, die jetzt bei mir auch auf dem Kanal sind, seht das genauso. Und wir möchten ja irgendwo die Zukunft bis zu BF6 bzw. Battlefield 2021 auch überbrücken, bzw. müssen wir überbrücken. Und ich habe keinen Bock auf leeren Servern zu starten. Ja? Und klar hatte ich irgendwo das Bewusstsein, Battlefield hatte immer eine treue Community, hat sie auch jetzt, auch wenn das Spiel leider wirklich in den Sand gesetzt wurde. In sich finde ich zwar immer noch, es ist ein gutes Spiel. Ihr habt vielleicht eine andere Meinung, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es fehlt natürlich Content, aber in sich ist das Spiel für mich gut und auch immer noch spielbar, und ich habe auch immer noch Bock in dem Spiel zu grinden, mir neue Dinge auszuprobieren. Also da bin ich auf jeden Fall am Start. Nichtsdestotrotz war Battlefield 5 natürlich zu dem Zeitpunkt absolut das falsche Game, wenn man mit einem neuen Channel startet, weil der Hype war nicht nur gering, sondern der Hype, der war vorbei und der lag schon mehrere 100 Meter unter der Erde. Jetzt wieder die berechtigte Frage, ja, und was hat das jetzt mit Competitive und der Liga zu tun? Kann ich euch schon sagen, ziemlich viel, denn die Admins, Moderatoren und Verantwortlichen der DBCL, die teilen genau die gleiche Leidenschaft für das Spiel und unterstützen mit ihrer ganzen privaten Zeit wirklich ein großartiges Projekt, wo ich völlig dahinter stehen kann und auch dahinter stehe. Und das hat man auch gleich in unseren ersten Gesprächen gemerkt, dass da unsere Vorstellungen, was Battlefield 5 betreffend und vor allem auch die Zukunftsausrichtung auf Battlefield 6 zu 100% übereinstimmen und wir einfach die Community am Leben halten wollen. Und egal, ob ihr jetzt ein Casual oder Competitive Spieler seid, einfach nochmal Inhalte reinpacken, anbieten und ja, gemeinsam mit euch die Zeit gut überbrücken, bis BF6 eben kommt. Und bevor wir jetzt zu den konkreten Content kommen, den ihr dort sehen werdet, gebe ich euch mal einen kurzen Überblick zu dem Ligaverband. Gehostet wird das Ganze vom Dachverband, wobei Dach in dem Fall für D wie Deutschland eben, A wie lateinisch Austria und CH für die Confederatio Helvetica für die Schweizer Eidgenossenschaft bzw. die Schweiz eben steht. Deswegen Dach. Gut, Länderkunde angeben
Nachgeber wissen, Check wäre jetzt auf jeden Fall am Start. Die Dach-Community steht also, wenn man es ganz salopp sagen will, für alle deutschsprachigen Battlefield-Spieler und das vorrangig für die PlayStation. Ja, vormals nur PS4. Mittlerweile kann man Battlefield ja aber auch auf der PS5 spielen. Dementsprechend setzt sich auch die DBCL wie folgt zusammen. D steht für Dach, eben für die komplette Gemeinschaft, Community des deutschsprachigen Raums. BCL dann eben für Battlefield Community League, sprich für die deutschsprachige Battlefield Liga. Und die Liga und der Verband, die machen wirklich sehr viel bereits für die bestehende Community, also in dem Fall natürlich sehr, sehr competitive-lastig. Es gibt neben dem normalen Liga-Betrieb gibt es auch angesetzte Pokale, sprich Pokalspiele, Community Games, jetzt gerade mit dem Server-Update beziehungsweise den Community Games 2.0 hat man natürlich noch besser Möglichkeiten, da auch individuelle Server zu machen. Es gibt aber auch eben die Chance für Leute, die sich für diesen Bereich interessieren, egal ob sie jetzt selber zocken wollen oder einfach nur ein bisschen was dazu lernen wollen, immer die Möglichkeit, auch mal reinzuschnuppern. Ich werde euch in jedem Fall hierzu mal den entsprechenden Discord verlinken und auch die Facebook-Page. Schaut bei beiden gerne mal vorbei, könnt euch selber ein Bild machen, aber ihr bekommt jetzt natürlich in Zukunft und in regelmäßigen Abständen die wichtigen Informationen in Form von Videos bei mir auf dem Channel halt auch zusammengefasst. Kommen wir gleich zur Kernfrage dann, oder gleich ist gut, 6 Minuten 40 sind schon durch vom Video, aber was könnt ihr jetzt erwarten? Und ich kann euch eins versprechen, es ist für jeden etwas dabei, egal ob ihr jetzt Casual oder Competitive Player seid oder ob ihr ganz einfach euch nur für die Thematik interessiert, beziehungsweise da ein bisschen reinwatchen wollt. Also ganz konkret starten wir erstmal mit Livestreams zu den aktuellen Liga- und Pokalspielen. Das wird voraussichtlich einmal die Woche sein. Details dazu findet ihr in meinem Streamplan. Den findet ihr wiederum auf meinem eigenen Discord-Server oder auf YouTube ganz einfach in der Kanalinfo. Da können wir dann zusammen live checken, wie sehen die Taktiken aus, wie ist das Aim der Teams, wie verhalten die sich im Squad-Play und hoffentlich, oder wir werden definitiv spannende Partien sehen. Ich kann euch gleich schon mal sagen, der Unterschied zwischen Competitive und Casual, der ist schon vorhanden, ja, ist ein ganz anderer Spielstil. Ihr könnt da aber wirklich sehr, sehr viel mitnehmen, um dann auch mal in Casual Games nochmal ein Stück besser durchzurasieren. Also hier lernt ihr von den Profis und selbst wenn ihr nicht selber competitive spielen wollt, dann könnt ihr das Ganze eben für die Casual Games ein bisschen was abschauen bzw. nutzen, und sollte sich aber jemand dann wirklich dafür interessieren, dann kann man auch mal mit einem bestehenden Team da reinschauen, oder auch Leute, die schon competitive zocken, die haben natürlich die Möglichkeit, sowohl ihre eigenen Games als auch ein bisschen Gegner-Gameplay im Nachhinein, ist ganz wichtig, nicht online zu analysieren. Die Streams sind nämlich immer zeitversetzt, ganz klar, damit sich niemand da einen unfairen Vorteil in Community-Teams, wollte ich schon sagen, in Liga- bzw. Pokalspielen verschaffen könnte. Ja, und der zweite große Block bei mir, das ist eben, dass ich zusätzlich noch Video-Content neben den Livestreams machen werde. Das ist auch wieder für beide Gruppen, also für bestehende Competitive-Spieler als auch eben für Casual-Spieler, die sich ganz einfach dafür interessieren oder ein bisschen davon lernen wollen. Starten werden wir eben mit einer kurzen Einführung und entsprechenden Tutorials dann untereinander. Also wie ist das Ganze überhaupt konkret entstanden? Wie kam es zur Gründung der DBCL? Wie sieht das ganze Regelwerk aus und wie verhält sich das in der Anwendung? Welche Taktiken werden hier gespielt? Wie wird das Ganze angewandt? Dazu schauen wir uns auch Gameplay an. Also wie werden die Maps aufgenommen?
welche Bereiche werden abgeaimt, welches Team pusht, welches Team ist Defense. Wirklich ganz, ganz spannendes Zeug, verspreche ich euch. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie können wir das, was wir jetzt gemeinsam aufbauen, dann auch hinsichtlich Battlefield 6 bzw. Battlefield 2021 nutzen. Und ja, gibt auch durchaus noch ein paar Punkte, die vielleicht noch offen sind. Ganz einfach auch mal eine Teamvorstellung beziehungsweise wer sind denn so die besten Squads, die besten Clans auf diesem Server beziehungsweise in der Liga. Da kann man sich auch vorstellen, dass man vielleicht mal ein Interview macht, wenn die Leute da Bock drauf haben, beziehungsweise auch als kleines Gimmick quasi den Spieler of the Year oder Spieler der Season mit einem coolen Video zu ehren. Dasselbe fürs Team. Also es ist noch nicht alles fix. Wir haben schon auch noch ein bisschen kreativen Gestaltungsspielraum und wir müssen halt auch mal sehen, wo da die Reise hingeht. Aber wie ihr seht, ihr bekommt auf jeden Fall schon mal richtig neuen Stuff und das auch in regelmäßigen Abständen. Am Ende ist also für jeden etwas dabei oder sollte für jeden etwas dabei sein, ganz getreu dem Motto von der Community für die Battlefield 5 und zukünftig BF6 Community. Also jetzt einmal nicht nur für mich Leute, sondern eben auch für die DBCL, für die Dach-Community, für uns als komplette Community. Teilt dieses Video, kommentiert, liked, damit wirklich so viele Leute wie möglich das sehen und wir gemeinsam Reichweite für unser Lieblingsgame und unsere Community erzielen, damit wir auch wirklich gut die Zeit überbrücken können. Ich persönlich freue mich wirklich sehr auf dieses Projekt und die weitere Zusammenarbeit. Gruß geht an der Stelle auch nochmal raus an die Admins, an die Moderatoren, an die bestehende Community natürlich und ja, auch an meine Community. Ich vergesse euch doch nicht, Leute, ist doch ganz klar. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Da können wir vor allem im Livestream uns dann auch nochmal ein bisschen besser austauschen. Nächsten Videoinhalte sind wie gesagt schon geplant und auch teilweise schon in Erstellung. Da kommt einiges auf euch zu, also falls ihr noch nicht mit einem Abo dabei seid, haut das gerne raus und ich würde sagen, bis dahin, haltet die Ohren steif, euer A-Team.